Liebe Kolleginnen und Kollegen, das Jahr 2025 ist ja schon wieder einige Wochen alt und ich möchte gerne die Gelegenheit nutzen, um Ihnen mal ein kurzes Update zu geben, was so zentral hier an der Hochschule passiert, insbesondere bezüglich unseres Strategieprozesses. Sie wissen ja sicher, dass wir jetzt im laufenden Jahr an einem neuen Hochschulentwicklungsplan arbeiten müssen, denn unser bestehender Plan läuft ja nur noch bis Ende 2025. Der Hochschulentwicklungsplan ist sowas wie unser strategischer Fahrplan und bildet für uns einen wichtigen Orientierungsrahmen für die nächsten 5 Jahre. Für uns geht es um viel, denn zukünftig kommen, so sieht es ja aus, große Veränderungen auf alle Hochschulen zu. Die angespannte Finanzlage, Fachkräftemangel und ein möglicher Rückgang der Studierendenzahlen sind so Risiken. Aber es gibt natürlich auch Chancen, die wir nutzen können. Zum Beispiel durch unsere Erfolge in Forschung und Lehre, aber auch durch die Einbettung der Hochschule in eine wachstumsstarke Region hier. Es hängt also schon ganz schön was dran. Damit wir jetzt nicht alle drauf losarbeiten, haben wir, das sind das Präsidium, die Dekaninnen und Dekane sowie auch der Senat, in den letzten Wochen einige Weichen schon mal gestellt. Mittlerweile gibt es sogenannte strategische Planungsgrundsätze, die im Senat besprochen worden sind. Aber vor allem gibt es auch erste Einigungen zu den Bereichen, die aus Sicht des Leitungsteams bis 2031 besonders im Blick genommen werden sollten. Das sind dann vor allen Dingen die Bereiche Bildung, Forschung und Transfer und auch Profilfelder wie Digitalisierung und künstliche Intelligenz, gesellschaftliche Verantwortung und Nachhaltigkeit, Innovation und Unternehmertum und Internationalisierung. Innerhalb der Hochschule wollen wir uns darauf konzentrieren, Prozesse und Strukturen zu verbessern, für Diversität und Gleichstellung zu sorgen und auch intensiv an der Hochschulkultur sowie an der Studierendenattraktivität zu arbeiten. Es gibt also was zu tun und ein erstes Gerüst für den Aufbau des Hochschulentwicklungsplans. Jetzt können wir weitermachen und damit in die Breite gehen. Damit wir in den nächsten Jahren die richtigen Akzente dann auch setzen, brauchen wir jetzt die Ideen aller Hochschulangehörigen, die wirklich Lust haben, sich im Strategieprozess einzubringen. In den kommenden Wochen sind alle Gliederungen unserer Hochschule gebeten, sich auf Basis des schon erarbeiteten Gerüsts eigene Gedanken zu Zielen und ganz konkreten Maßnahmen zu machen. Die ersten Fachbereiche haben dazu schon Strategie-Workshops gemacht und ich nehme an, weitere werden folgen. Je nachdem, wie offen Ihre Gliederung den Prozess organisiert, können Sie sich hier einbringen. Alternativ oder ergänzend gibt es auch immer die Option, einzelne Ideen direkt online zu formulieren und über ein digitales Formular an uns zu schicken. Wenn Sie Fragen haben, hilft Ihnen unser HEP-Kernteam weiter. Das besteht aus 10 internen Hochschulangehörigen. Es gibt auch die Möglichkeit, allen Gliederungen Unterstützung bei der Moderation von internen Strategiesetzungen zu bieten. Sprechen Sie uns vielleicht einfach an, wenn Sie weitere Informationen wollen. Ansonsten finden Sie auch noch weitere Infos auf der neu angelegten Webseite zum Hochschulentwicklungsplan. Für Ihr Engagement und Ihre Unterstützung möchte ich mich schon mal sehr herzlich bedanken. Solche Planungsarbeiten kommen natürlich immer zum Tagesgeschäft dazu und sind natürlich mit Aufwand verbunden. Die erleichtern uns aber natürlich die Arbeit in den kommenden Jahren sehr stark. Ich freue mich sehr auf diese Phase der intensiven Zusammenarbeit und bin gespannt auf Ihre Gedanken zur Zukunft der Hochschule Bonn-Rhein-Sieg.